And when we're born, we are so deeply connected that we have no sense of another. We're just us, ourselves. Und wenn wir geboren werden, dann sind wir so zutiefst verbunden, dass wir gar kein Selbstgefühl haben. Wir sind alles, das sind wir, empfinden wir als ich. In fact, each one of us is born with a dual citizenship. Im Grunde ist es so, dass jeder einzelne von uns mit einer Doppelstaatsbürgerschaft auf die Welt kommt. We have two passports. Wir haben 2 Passports, 2 Reisepässe. One is to what I would call the continent of wellness, of health. Das eine ist für das Land, das Kontinent der Gesundheit, des Wohlseins. And the other is a passport to the ocean of illness, of disease. Und das andere ist ein Reisepass zum Ozean der Krankheit, eine Erkrankung. And in our lives, all of us are going to use both passports. Und in unserem Leben werden wir alle mit beiden Reisepässe unterwegs sein. Now, we have a disease, a modern disease, I think, which is, you've heard of chronic illness. Wir haben eine Krankheit, eine moderne Krankheit. Ihr habt es gehört von chronische Erkrankung, chronische Krankheiten. I think we have a modern disease and it's called chronic wellness. Und die moderne Krankheit, seiner Meinung nach, nennt sich chronische Wohlstand oder Wohlseins. Where we have this idea that the only absolute good state is to be in perfect health and about 20 years old. Wo wir diese Vorstellung haben, der einzige Zustand ist, in perfekter Gesundheit zu sein und ungefähr 20 Jahre alt zu sein. The thing is, as Eleanor Roosevelt famously said, beauty in youth is God-given, but beauty in old age is a work of art. Wie Eleanor Roosevelt gesagt hat, also Schönheit in der Jugend ist Gott gegeben, Schönheit im Alter ist ein Kunstwerk, ein erarbeitetes Kunstwerk. Illness is how we learn. Krankheit, so lernen wir. Every illness contains the keys to your wellness. Maybe not in general, but certainly to your wellness. Und jede Krankheit enthält auch die Schlüssel zu deiner Gesundheit. Vielleicht nicht im Allgemeinen, aber es enthält den Schlüssel zu deiner Gesundheit. I love hearing my words in another language. It's so good. There's a Sufi saying. You see, if the keys are in the illness, then we need to look for those keys. Es gibt einen Spruch im Sufi-Spruch, also wenn der Schlüssel in der Krankheit liegt, dann müssen wir nach diesen Schlüsseln suchen. So the Sufi saying is, there's a man who's walking along the street and he sees another man on his hands and knees underneath a street lamp and he's looking for something. Ein Mann geht der Straße entlang und sieht einen anderen Mann auf Händen und Knien unter einer Lampe und der sucht nach etwas. And the man goes up and he says, you've lost something. He says, yes, I've lost my keys. Und der Mann geht zu ihm hin und sagt, Sie haben etwas verloren? Ja, ich habe meine Schlüssel verloren. So the man helps him look for his keys, but after a while he doesn't see anything. Der Mann hilft ihm also, nach den Schlüssel zu suchen, aber nach einer Weile sieht er gar nichts, er findet nichts. So he asked the man, he said, well, where did you lose the keys? Er hat den Mann nachgefragt bei ihm, wo haben Sie die Schlüssel verloren? He said, well, I lost them in the house. Ich habe sie im Haus verloren. Well, why are you looking out here? And he said, because the light's better out here. Warum suchen Sie hier draußen? Ja, weil das Licht hier besser ist. Now, what does this mean? You've probably heard that story before, but what does it mean? Habt diese Geschichte vielleicht schon einmal gehört, aber was bedeutet diese Geschichte? Was meint es? You see, that light is the light of what we know. Dieses Licht, das ist das Licht dessen, was wir wissen. But where we need to look is where there isn't much light.
Aber wo wir hinschauen sollten, ist da, wo nicht sehr viel Licht da ist. It's in our unconscious. Es ist in unser Unterbewusstsein. This is where our inner physician lives. Hier ist der Platz oder der Ort, wo unser innerer Arzt lebt. You see, our reaction time is about 3/4 of a second. Also die Zeit einer Reaktion von uns ist 3/4 einer Sekunde. So any athlete starting out a race, here's the gun, and off he goes. Bei jedem Athleten, der am Start eines Rennens steht, also der Schuss fällt und davon geht er. But it takes approximately 2 seconds, maybe a little bit more, for that same information to come into the conscious mind. Aber es braucht ungefähr 2 Sekunden oder vielleicht etwas länger, damit die gleiche Information in das Bewusstsein kommt, bewusst wahrgenommen wird. So if that athlete waits for a conscious response, Also he's going to lose the race. wenn dieser Athlet warten würde, bis er bewusst diese Reaktion wahrnimmt, dann würde er das Rennen verlieren. Now, you see, we know what we know, Wir wissen, was wir wissen. or we think we know what we know. Oder wir denken, dass wir wissen, was wir wissen. But what we don't know, that's what we need to find out. Aber was wir nicht wissen, das ist das, was wir herausfinden wollen. And for sure, an illness like cancer is going to take everything away that you think you know. Und mit Sicherheit wird eine Erkrankung wie Krebs dir alles wegnehmen, was du denkst, dass du weißt. It tests us. Es testet uns. And what is it testing? Was testet es? Not because God's up there with the clipboard going, okay, who can I really screw up today? Also nicht, weil Gott da oben steht mit einer Liste, okay, wen kann ich es wirklich heute durcheinander bringen, It's asking you for your creativity. sondern gefragt wird deine Kreativität. You see, anybody who has survived cancer or a heart attack or a life-threatening disease or an accident where they survived, Jeder, der etwas Dramatisches überlebt hat, sei es Krebs oder ein Herzinfarkt oder ein Unfall, jeder, der da jetzt so etwas überlebt hat, has had some change in consciousness. They're not the same person diese as they were Person, before. diese Person ist nachher nicht dieselbe Person. Es findet eine Veränderung im Bewusstsein statt. We all know this, right? Das wissen wir alle, oder? We all know this in ourselves. We've seen people who have survived. It's like something changes. Their whole life changes. Wir alle wissen das in uns selbst. Wir haben es bei anderen Menschen beobachtet, dass ihr ganzes Leben dann sich verändert. Now, which came first? Was war zuerst da? The healing in the body or the change of the consciousness? Die Heilung im Körper oder die Veränderung im Bewusstsein? Well, it's the chicken and the egg, you know? Which came Wie first? das Huhn und das Ei. Was war zuerst? Surely they go hand in hand. Aber mit Sicherheit gehen sie Hand in Hand. So just because I've been hearing from a Japanese, where is the young man, Clements, before, I think he's just left. There's a Japanese doctor who told me, I think it's a wonderful statement. Weil vorher von Japanen gesprochen wurde. Ein japanischer Arzt hat Ihnen eine wunderschöne Aussage gemacht. He said, the job of a doctor is to entertain his or her patient until they get better. Er sagte, die Aufgabe eines Arztes ist, den Patienten zu unterhalten, bis er oder sie sich erholen. Now, it happened that this doctor is not just a mechanic. He was a healer. Und dieser Arzt war nur nicht mechanisch, aber er war auch nicht nur Arzt, sondern auch ein Heiler. And what he understood was that whatever medicine you take, it is a way to buy you time. Und was er verstanden hatte, was immer du für eine Medizin nimmst, das ist eine Möglichkeit, dass du Zeit hast, dass es dir Zeit gibt. For your own inner being, your own immune system, your way of finding balance, to find that peace, that inner space that opens up to deep, deep healing.
Es gibt dir Zeit, zu verbinden mit deinem eigenen inneren Wesen, dass du diesen inneren Frieden in dir finden kannst und dein tiefstes inneres Wesen in verbunden wirst. So we think of ourselves as one thing. Wir denken nur wir sind eine Sache. But in actual fact, we're not. Aber im Grunde sind wir das nicht. There are hundreds of billions of cells in our body. Es gibt Billiarden von Zellen in unserem Körper. And we could actually say that each one of those cells has a consciousness. They have a frequency, a vibration. Wir könnten sogar sagen, jede einzelne dieser Zellen besitzt ein Bewusstsein, besitzt eine Frequenz, eine Intelligenz. We think of ourselves as one thing and as a kind of stable, fixed body. Aber wir sehen uns immer als ein Ganzes, etwas Stabiles, Fixiertes, als ein Körper. When in actual fact, as we're sitting here, our blood is changing. It changes every 40 days approximately. 6 liters, different. Wenn es tatsächlich so ist, jeder Einzelne, wie wir hier alle sitzen, wir uns ständig verändern, unser Blut sich ständig erneuert. Alle 40 Tage unsere Blut sich vollkommen erneuert. Same with all the skin. The surface of your skin changes approximately every 35, 38 days, something like that. No wonder there's so much dust in the house. Genau wie unsere Haut. Ungefähr alle 35 Tage. Unsere Hautzellen erneuern sich ständig. Darum haben wir so viel Staub wahrscheinlich zu Hause. Everything is changing in your body. It's all changing all the time. Alles im Körper ist ständig in Veränderung. You're not the same people who walked in the door at 9 o'clock this morning. Ihr seid nicht die gleichen Menschen, die hier um 9 Uhr morgens hier reingekommen seid durch die Tür. Now that's a really important thing to say because that means each time, what is staying the same? Und das ist sehr wichtig zu erkennen, denn jedes Mal, was ist es, was immer gleich bleibt? Well, it's not your body because it's changing. Es ist nicht dein Körper, denn es verändert sich ja ständig. What is most difficult to change is your idea about how you are, about how life should be. Was am schwersten zu verändern ist, das sind deine Vorstellungen. Deine Vorstellungen, wie du bist, deine Vorstellungen darüber, wie das Leben zu sein hat oder sein soll. It's what we hold on to. The ego holds that like grim life itself. Diese Dinge, an die wir festhalten, diese Vorstellungen, unser Ego hält sie fest, als ob es so ums nackte Leben geht. But healing, which in the original sense of the word, means to become whole. Aber Heilung im ursprünglichsten Sinn des Wortes bedeutet, ganz zu werden. When some of those ideas are released, we make space. Und wenn wir einige und diese unsere Vorstellungen loslassen, machen wir Platz, schaffen wir Raum. And it's in that space that wisdom comes. It's not from the critical mind. Und es ist in diesem Raum, das geschaffen wird, wo Weisheit auftauchen kann. Es kommt nicht vom kritischen Verstand. Your intuition speaks that way. So spricht deine Intuition zu dir. And by the way, when people ask me, how can I know the difference between my mind and my intuition? Und wenn Leute Ihnen die Frage stellen, wie kann ich den Unterschied wissen, was ist jetzt nur meine Gedanken, mein Kopf und was ist wirklich meine Intuition? I think the simplest answer is intuition never argues. Einfachste Antwort, Intuition wird nie streiten. It will not enter into a debate with you. Intuition wird nie in eine Debatte gehen. It just says, do this, Sagt nur, mach das. or don't go there, Oder geh nicht dorthin. or take this, Oder nimm das. or don't take that. Oder nimm das nicht. Whether it's a ton of parsley or lots of red beets, Ob es eine Tonne Petersilien ist oder Ladungen von rote Beete. right? Placebo, just while I'm on this, placebo, for me, is simply your immune system. Placebo für ihn ist ganz einfach dein Immunsystem. It is your immune system working. Es ist deinem Immunsystem, das arbeitet. We could say that all illness is a result of stress, as Hans Selye, Canadian endocrinologist, said.
Wir könnten sagen, alle Krankheit hat als Ursache Stress, wie ein berühmter kanadischer Onkologe gesagt hat. So it's not what or why the question to ask. The question to ask is how. How am I participating with what is happening? Also die Frage lautet nicht nach das Was oder Warum, sondern das Wie. Wie nehme ich daran teil an dem, was gerade vorgeht? And there lies the way to discovery. Und da liegt der Weg, etwas zu entdecken. Am I resisting? Bin ich im Widerstand? Is it my idea Es ist nur meine Idee, meine Vorstellung, that's in the way? das mir im Weg steht. And that can be a powerful idea. Das kann vielleicht eine sehr starke oder machtvolle Idee sein. I spoke with a very pretty cynical doctor a while ago. Vor einer Weile mit einem ziemlich zynischen Arzt gesprochen. And he was saying how his patients were not doing well. Und er erzählte, wie seine Patienten eigentlich, wie es sie nicht so gut ging. And he felt bad about that. He felt terrible about that. Und er fühlte sich schlecht, er fühlte sich schrecklich darüber. And he said, statistically, this chemotherapy should be working, but I'm not keeping up with the statistics. Er sagte, statistisch gesehen sollte diese Chemotherapie funktionieren, aber irgendwie komme ich nicht an diese Statistiken. But he had a wonderful change, and here it was. Aber eine wunderbare Veränderung fand statt, und zwar, Because he had a young woman, she was in her puberty, right, with a cancer, and he was telling her far too directly what he thought was going to happen to her. er hat eine junge Frau mit Krebs, sie war in der Pubertät, und er hat sie ziemlich direkt gesagt, was geschehen wird mit ihr. And this young girl was a client of mine. She came to see me. Dieses junge Mädchen war auch ein Klient von David und kam auch, um ihn zu sehen. And she was, in her words, not a good patient. Und sie war in ihren eigenen Worten keine gute Patientin. So what she did was she looked at this doctor and she said, I am not a statistic. Sie hat den Arzt angesehen und gesagt, ich bin keine Statistik. You see, cancer is not one disease. That's why it's so extraordinary as a really reflective of our society. Krebs ist ja nur nicht eine einzige Krankheit. Darum ist es auch, im Grunde spiegelt es unsere Gesellschaft. We have this extraordinary thing which is common to all of us, which is a process that is common to all life, which is called autopoiesis. Wir haben etwas, was wir alle haben, was verbreitet ist im ganzen Leben, das Autopoiesis. It's a generative process. Es ist ein generativer Prozess. It's the ability of the body to recreate itself. Es ist die Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu erschaffen. You are not a machine. Du bist keine Maschine. Despite what some sectors of modern science and medical science will try to tell you, your body is not a machine. Auch wenn manche Sektoren der modernen Medizin dir das sagen möchten, aber dein Körper ist keine Maschine. It's one of the reasons why we're so good in the West at dealing with acute situations, because the acute situation will generally respond like a machine. Darum sind wir im Westen sehr gut in der akuten Medizin. Denn in der Akutmedizin antwortet oder spricht der Körper an, eben wie eine Maschine dann. But if your car breaks down, there's no chance it's going to fix itself. Sorry. Aber wenn dein Auto kaputt ist, wird er sich selbst nicht reparieren können. On the other hand, there are people in this room who are statistical outliers. Andererseits, es gibt Leute hier anwesend im Raum, die Statistik eben nicht der Statistik entsprechen, Who are healed. die geheilt sind. And that's an ongoing process because we are always in the process of becoming. There is no final point.
Und das ist immer ein Prozess, denn wir sind ein Prozess des Werdens. Es gibt keinen Endpunkt, wir sind immer im Werden. So what's your point of view? Was also ist deine Anschauung, deine Sichtweise? We could say life is a terrible disease. It has an awful prognosis. It goes on for years and years and years, and then you die. Wir könnten sagen, das Leben ist eine schreckliche Krankheit mit einer Prognose, das geht weiter, das Leben Jahre für Jahre für Jahre, bis du stirbst. I've been with people who have been, like many people in this room, have witnessed people making changes right on their deathbeds, their last moments. Wir waren mit Menschen zusammen, wie sicher viele hier in diesem Raum, die Menschen begleitet haben, die wirklich Veränderungen stattgefunden haben im Tode, im Todesprozess. I've seen people resist, but I've seen people really find that moment, even in the last moment, they heal themselves. Er hat Menschen erlebt, die Widerstand geleistet haben, aber auch die im letzten Moment sich selbst geheilt haben. One man said to me, literally, before he died, not only did he heal, he had a chance to make a joke. It was their last words. Und ein Mann, das sagte wirklich, das waren seine letzten Worte am Sterbebett, sagte zu David, ich bin nicht nur, dass er sich heilen konnte, er konnte sogar noch einen Scherz, einen Witz machen. Das waren seine letzten Worte. He said, my only regret is I didn't find this earlier. Er sagte, das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich das nicht schon früher gefunden habe. But now I don't have any regrets at all. Aber jetzt bedauere ich gar nichts mehr. He died Und er ist gestorben. in peace. Aber Frieden. So death is with us, death happens. Der Tod ist mit uns. Sterben geschieht. None of us know the time of our death. Keiner von uns weiß den Zeitpunkt ihres oder seines Todes. And perhaps that's a gift, Und vielleicht ist das ein Geschenk, not to know. es nicht zu wissen. Certainly, when you have a diagnosis of an illness that is not one you would want, it sharpens your mind. Ganz sicher, wenn man eine Diagnose bekommt, eine Diagnose, die man eigentlich nicht möchte, das schärft unseren Geist. And my hope is always, and what I seek to help people with, is to realize we think we're one thing and we think we're alone. Und seine Hoffnung ist, und was er den Menschen gerne vermitteln möchte, dass sie das verstehen oder gewahr werden, ist, dass wir nicht nur eine einzige Sache sind und dass wir nicht alleine sind. But actually the realization is that we are all deeply, deeply, deeply connected. Sondern die Erkenntnis, dass wir alle tief und zutiefst miteinander verbunden sind. And we've all been given an extraordinary gift, and it is the gift to develop our creativity. Und uns allen wurde ein außerordentliches Geschenk gegeben. Und zwar das Geschenk, unsere Kreativität zu entwickeln. And there's no judgment. There's no judgment about how you develop that. Und da gibt es keine Beurteilungen, wie du das entwickeln kannst. Only you have the judgment. Nur du selbst hast dieses Urteil. If you have a judgment about somebody else, you can be sure that you have that judgment about yourself. Wenn du etwas in einer anderen Person verurteilst, dann kannst du sicher sein, dass du das in dir auch beurteilst. Now let me give you a picture of how I see your awareness. Just awareness. Yours, not God's consciousness, just your individual awareness. Und er möchte gerne euch ein Bild geben von eurem Gewahrsein. Nicht das Bewusstsein vom Gott, sondern von eurem eigenen Bewusstsein oder Gewahrsein. Most of the function of the brain is given over to taking care of issues like keeping your body temperature the same, how much salt, how much water, these things.
Ein Großteil der Aufgabe des Gehirns oder der Funktion wird übergeben, dass es alle automatische Steuerung im Körper übernimmt. Also Wasserhaushalt reguliert, Salzgehalt reguliert, all diese Vorgänge. But there's about, I don't know, somewhere, it depends on who you talk to, neurologists, neuroscientists, but somewhere around about 3 to 5% of the brain is conscious. The consciousness we understand as being awareness. Je nachdem, mit wem man spricht, also welchem Fachmann, ungefähr 3 bis 5% unseres Gehirns ist, was wir bewusst, unser Bewusstsein nennen. Now you can't touch that. Und das kann man nicht anrühren. You can't see it. Das kann man nicht sehen. You can't smell it. You can't taste it. Das kann man nicht berühren, sehen, schmecken oder riechen. But it's there, Aber es ist da, just like the sky. genau wie der Himmel. We all know what the sky is Wir alle wissen, was der Himmel ist, until we try to describe it. bis wir dann versuchen, es zu beschreiben. Right? Where does the sky begin? 5 meters, 10 meters, 20 meters? Where does it end? Earth's atmosphere? No, we see stars in the sky. It must be more. Wo beginnt der Himmel? In 5 Meter, 10 Meter, 100 Meter? Bei der Atmosphäre? Nein, wir wissen, dass es noch Sterne gibt, also noch weitergeht. So, our awareness is as limitless as the sky. Und unser Gewahrsein ist so grenzenlos wie der Himmel. And within that awareness, every single thing that arises, your thoughts, your emotions, your sensations, they all arise within that awareness. Und in diesem Gewahrsein steigt alles auf. Jeder Gedanke, was du wahrnimmst, steigt in diesem Gewahrsein auf. You are not what you are aware of. Du bist nicht das, was du wahrnimmst. You are not any emotion that you might feel. Du bist keine Emotion, die du fühlst. Whether you're angry or happy, Ob du wütend bist oder glücklich. whether you're hungry or you're full, too full. Ob du hungrig bist oder satt oder vielleicht überfüllt. Why? Simply because there is that part of you which is aware of something. Warum? Weil es gibt diesen Teil in dir, dieses Gewahrsein, das etwas wahrnehmen kann. That awareness is no thing. It's nothing, it's no thing. Und dieses Gewahrsein, das ist kein Gegenstand, kein Ding. It is our deepest connection with all that is. Es ist unsere tiefste Verbindung mit allem, was ist. So, if we can be aware of something, we are not that thing. Wenn wir also etwas wahrnehmen können, wir sind aber nicht dieses Etwas. An illness may manifest in you, but you are not the illness. Eine Krankheit mag sich vielleicht in dir manifestieren, aber du bist nicht diese Krankheit. It's probably incorrect to say I am ill, even though it's grammatically correct. Vielleicht ist es gar nicht korrekt zu sagen, ich bin krank, obwohl es auch dramatisch korrekt ist. What is far more accurate is simply ich bin. Ich bin. I am. And the I am has something happening. Und dieses Ich bin, da geschieht etwas. How am I with what is happening? Wie bin ich mit dem, was gerade geschieht? You don't have to like it, Es muss dir nicht gefallen. but if you love, then you give space to what wants to happen. Aber wenn du liebst, schaffst du Raum für das, was geschehen möchte. What wants to come through. Für das, was durchkommen möchte. So,
whenever I meet somebody, I always recognize that I have no idea what it is that you or you or you need. Wann immer er jemanden trifft, begegnet, dann erkennt er, dass er nicht weiß, was der andere braucht, was du oder du brauchst. But I'm absolutely sure that you know. Aber er ist absolut sicher, dass du es weißt. Even if it's not in your conscious mind. Auch wenn es dir nicht mal bewusst ist. We've heard a lot this morning, and I'm full of interesting information and impulses. Wir haben heute Morgen viel gehört und er ist voll von interessanten Impulsen. And I'm very grateful to be invited here. Und sehr dankbar, hier eingeladen zu werden. But what I'd like to share with you now is actually the power of your own silence. Aber was er gerne nun mit euch teilen möchte, ist die Kraft, die Macht eurer eigenen Stille. You see, it's peace that heals. Es ist Frieden. Frieden heilt. And we know this from childhood. Wir wissen das von Kindheit her. It just came into my mind. My 3-year-old niece with her friend, this is a long time ago, but I was taking her home from kindergarten. Es fällt ihm gerade ein, es ist schon lange her, seine Nichte war damals 3 Jahre alt und er hat sie mit ihrer Freundin vom Kindergarten abgeholt. And out of nothing, I don't know why, she suddenly turns to her friend and she says, I don't want to die. Keine Ahnung warum, plötzlich dreht sich das kleine Mädchen zu ihrer Freundin um und sagt, ich möchte nicht sterben. And her friend said, oh, but if you don't die, you can't enjoy the magnificence of heaven. Freundin antwortet, aber wenn du nicht sterben kannst, dann kannst du das Allmannigfaltige des Himmels nicht genießen. And my niece went, to her friend, let's go play on the swings. So, gehen wir auf die Schaukel. The point there is, it's about being present. Und warum es darauf ankommt, das ist, dass man gegenwärtig ist, dass man präsent ist. It's presence that heals. It's how you are in this present moment that heals. That's it. Es ist die Präsente, der gegenwärtige Augenblick. Und wie man präsent ist in dem Hier und Jetzt, das ist das, was heilt. Okay. So maybe we could just take a moment where, is that okay if we do this? Yeah? Okay. We take a moment where you could just sit comfortably just as you are. It's good to have your back as straight as comfortably possible. Sitzt einfach angenehm hin, so bequem wie möglich, mit der Wirbelsäule so aufrecht You can wie get up and möglich. turn around. It's absolutely fine. Why? Könnt ihr aufstehen auch und umdrehen. And just close your eyes for a moment, please. Und schließe bitte kurz die Augen. Now, in this moment, there's nothing you have to do. In diesem Moment gibt es nichts zu tun. You don't even have to understand correctly. You're just sitting. Du musst auch gar nichts verstehen. Du sitzt einfach nur hier. Now, not only do you not have to do anything, you have nothing that you have to prove. Und nicht nur, dass du nichts tun musst. Du hast auch nichts, was du beweisen musst. Nowhere to go, nothing to prove, nothing to get right. Es gibt nirgends hinzugehen, nichts zu beweisen, nichts richtig zu machen. You're just breathing, listening to our voices. Du atmest nur, du hörst unsere Stimmen. What I'd like you to do is take a nice, easy breath and let your belly be soft when you breathe. Und nun
Atme bitte sanft durch und lass dein Bauch ganz weich sein dabei. Breathe into your belly. Atme tief in deinen Bauch hinein. As you breathe, recognize that what we are is pure energy. We are bodies wrapped around our breath. Während du atmest, erkenne, wir sind reine Energie, wie die Atmung, die sich rund um einen Körper wickelt. Your body wrapped around your breath. Der Körper, der sich rund um deine Atmung wickelt. Simply breathing in and breathing out. Du atmest ganz einfach ein und aus. There's nothing to fear in this moment. You're just sitting. In diesem Moment gibt es nichts zu fürchten. Du sitzt nur da. Nothing to do. Nowhere to go. Es gibt nichts zu tun, nirgends hinzugehen. If you're busy in your mind, you're thinking about lunch or you've been here enough time now, if you're thinking like that, just breathe into your belly. Wenn du beschäftigt bist mit deinen Gedanken, denkst ans Mittagessen oder dass du schon lange hier bist, dann atme einfach in den Bauch hinein. Feel the chair you're sitting on, Fühle den Sessel, auf dem du sitzt. the floor underneath your feet. Fühle den Boden unter deinen Füßen. If you feel any tension in your body, wherever it might be, imagine that you can simply breathe into that exact place, whether it's between your shoulder blades or it's a part of your body that feels tense and uncomfortable. Just breathe there. Wenn du Verspannung im Körper spürst, dann stell dir vor, du atmest dorthin, genau an diese Stelle. Sei es eine Verspannung zwischen den Schulterblättern oder irgendwo im Körper, wo du dich unwohl fühlst. Atme dorthin, an diese Stelle. Every breath in, it's not just bringing you oxygen, it's energy, it's nourishment for your life. Mit jeder Einatmung atmest du nicht nur Sauerstoff ein, du atmest Energie ein, Nahrung für deine Lebenskraft. And every breath out, your body releases whatever your body does not need in this moment. Und mit jeder Ausatmung lässt dein Körper alles los, was dein Körper in diesem Moment nicht mehr braucht. You don't have to think about it because your body does it for you. That's your inner physician. Du musst gar nicht darüber nachdenken. Dein Körper macht es für dich. Das ist dein innerer Arzt. Simply breathing in and breathing out. Du atmest nur ein und du atmest aus. Now consider this. Und bedenke Folgendes. As you're sitting here with your eyes closed, Yeah. space opens up. Während du hier sitzt mit geschlossenen Augen, öffnet sich der Raum. You might even notice a kind of endless vista. It might be dark, it might be light. Du bemerkst vielleicht endlos dieses Vista. Es kann hell sein oder vielleicht dunkel. And if you look far into the distance,
you see that things arise. Wenn du weit in die Ferne schaust, dann siehst du, erkennst du, dass Dinge da auftauchen. They seem to come out of nothing. Sie scheinen aus dem Nichts aufzutauchen. Which is exactly what happens with us. Und das ist genau das, was auch mit uns geschieht. Our well-being comes from balance. Unser Wohlsein, das kommt vom Gleichgewicht, von der Balance. We think we're one thing, but we're not. We're so many things. We're more like a whirlpool. It looks stable. Wir denken immer, wir sind nur ein Ding. Dabei bestehen wir aus vielem. Es ist wie ein Wirbel. Immer in Bewegung, schaut aber stabil aus. And it's only stable, it only exists as long as water is flowing through that whirlpool. That's like energy flowing through you. Und ein Wirbel wie ein Wasserwirbel scheint fest, existiert aber nur, solange das Wasser hindurchströmt. You're not one thing, you are a symphony of vibration and frequency. Und genau so fließt Energie durch uns. Wir sind nicht nur eine Sache, wir sind eine Sinfonie aus Schwingungen, aus Frequenzen, aus Energie. Breathe that in, let that come to you. Und atme es ein, lass es zu dir kommen. It has enormous power. Es hat enorme Kraft. Breathe it in and then let it go. Atme es ein und dann lass es los. Nothing to do, nowhere to go, nothing to prove. Es gibt nichts zu tun, nirgends hinzugehen. Es gibt nichts zu beweisen. For whatever pain you have felt in your body, in your soul, in your emotions, Was immer du für Schmerz gefühlt hast, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinen Emotionen, in deinen... I'm sorry. Es tut mir leid. Whatever I have done in my life that has helped to create this pain in you, I am truly sorry. Was immer ich in meinem Leben getan habe, das mit dazu beigetragen hat, dass dieser Schmerz in dir ist, das tut mir leid. I'm sorry. I love you. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Please take a moment just to consider someone or something that you feel grateful for in your life. Nimm dir bitte einen Moment Zeit und verbinde dich mit jemandem oder mit etwas, wofür du dankbar bist in deinem Leben. May gratefulness be in you. Möge Dankbarkeit in dir sein. May gratefulness transform you. Möge Dankbarkeit dich transformieren. And on a deep in-breath, send that gratefulness like a soft, gentle rain through your whole body so it touches every cell in your body.
Mit einer tiefen Einatmung lass diese Dankbarkeit wie sanfter Regen durch den ganzen Körper fließen, sodass es jede Zelle deines Körpers berührt. And let it go as a gift to the earth who gives us life. Und dann lass es los in die Erde, als Geschenk für die Erde, die uns Leben spendet. This earth who holds us all, who gives us everything we need to live and learn and create. Diese Erde, die uns alle hält, die uns mit allem versorgt, damit wir leben können, erschaffen können. Whatever judgment you have, you can be sure the earth has no judgment about you. Was immer du für Urteile hast, du kannst dir sicher sein, die Erde beurteilt dich nicht. So let your judgment go just for a moment. So lass deine Urteile für einen Moment los. The thought, I can't. The thought, I'm not enough. The thought, I'm not loved. Der Gedanke, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt. You see, it's something I learned. Es ist etwas, was er gelernt hat. I am here. And just being here, I must be loved. And so it is with you. Ich bin hier. Und weil ich hier bin, muss ich auch geliebt sein. Und genauso ist es mit dir. No matter what your parents said, or that nasty teacher, or whoever it was that hurt you. Egal, was deine Eltern gesagt haben oder diese schreckliche Lehrerin oder wer immer dich verletzt hat. We could say that when you look closer and closer and closer inside your body, so you look through an electron microscope, Man kann schauen, wenn du näher hinschaust, näher und näher und näher in den Körper hinein, vielleicht auch durch ein Elektronenmikroskop. the closer you look, the less matter there seems to be, the more space there is. Desto näher man in die Tiefe, desto mehr man in die Tiefe hineinschaut, desto weniger ist Materie da, desto mehr Raum ist da. Until such time as you realize there's nothing there. Es geht so weit, bis man erkennt, dass nichts da ist. But it's empty in a way that is full of potential. Aber es ist eine Leere, ein Nichts, eine Leere, das voll erfüllt ist mit Potenzial. Full of health, the keys to wellness, the learning from illness. Erfüllt, voll mit Potenzial, mit Gesundheit, mit den Schlüsseln heraus aus der Krankheit. And as someone said, your illness is listening to you, so what message are you sending? Wie jemand schon gesagt hat, die Krankheit bedeutet, dass du hinhörst, dich selber hineinhörst. Was sagst du dir selbst? You don't have to love that illness. You don't have to like that illness. Du musst diese Krankheit nicht mögen.
But just like the story of the two wolves, love them and you will be taking care of yourself. So love the part in yourself that you don't like very much. Aber wie die Geschichte mit den beiden Wölfen. Liebe es. Liebe diesen Teil in dir, den du nicht magst. I'm sorry. Es tut mir leid. I love you. Ich liebe dich. Take a nice easy breath and just come back. Let your belly be soft when you breathe. Atme sanft durch und komm zurück. Lass dein Bauch weich sein, wenn du atmest. Thank you so much for listening. Danke vielmals fürs Zuhören. I'm really grateful to be here. It's wonderful. Sehr dankbar, hier zu sein. Thank you. Danke.